willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Ich wollte mal ein Teil 2 zu dem Video machen, das ich halt eben schon mal aufgenommen habe. Nämlich haben wir ja nicht im letzten, sondern im vorletzten Video über die kleinen Nachteile, die das Leben halt eben hier mit sich bringt, vom MBA, Lifestyle, wenn man das so ausdrücken möchte. Und ich hatte euch gefragt, ob ihr vielleicht Lust habt, dass ich doch nochmal die schöneren Seiten mit aufzeige. Und da habe ich ganz viele Nachrichten bekommen. Und habe rausgehört, dass es erwünscht ist. Und dementsprechend ist das jetzt mein nächstes Video hier. So widmen wir uns auf jeden Fall schon mal den Vorteilen dieses Lebens halt sozusagen. Also, jetzt fange ich direkt mal mit einem etwas sensibleren Thema an, nämlich Geld. Da wird natürlich immer sehr vieles falsch verstanden oder mir auch eben sehr viele Dinge unterstellt, aber gut, das schiebe ich jetzt mal ganz beiseite und spreche halt eben mal über die tatsächlichen Vorteile, die dieses Geld mit sich bringt und was eben diese ganz wichtigen Punkte sind. Denn ich würde lügen, wenn ich hier sitzen würde und sagen würde, das Geld ist völlig egal und das verändert das Leben ja überhaupt gar nicht, doch das tut es natürlich. Und das ist nämlich gleich mein Punkt 1 und eines meiner liebsten und größten und tollsten Vorteile dieses gesamten Lebens, die das hier eben mit sich bringt. Nämlich eines der größten Vorteile ist, dass wir uns halt sozusagen um die Versorgung der Kinder niemals Sorgen machen mussten und dass wir ebenfalls wissen, dass unsere Kinder eben alles an Schulbildung, an was auch immer sie halt eben an Förderung brauchen oder an Freizeitaktivitäten gerne machen möchten, dass mein Mann eben in der Lage ist, dieses zu bezahlen. Natürlich ist das etwas, ich gehe mit Sicherheit ruhiger ins Bett jeden Tag, weil ich halt eben weiß, für meine Kinder ist halt gesorgt oder für unsere Kinder ist gesorgt, dass ich mir darum halt eben keine Sorgen machen muss. Und das ist definitiv etwas, was wir dem Geld zu verdanken haben und eben auch seinem Lifestyle, denn wir bekommen unheimlich viel Hilfe und Unterstützung in vielen Punkten und haben Zugang halt zu den besten Schulen, Förderungen und was auch immer für die Kinder. Das wäre halt eben okay, jetzt werde ich ganz rot. Nein, ganz kleine Unterbrechung von meinem Ehemann. So. Ja. Okay, muss ich mir das Ganze wieder beruhigen hier. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber da gibt es noch andere Punkte, die eben das viele Geld, das mein Mann verdient, als Vorteil gesehen werden kann, nämlich, dass auch unser Leben natürlich abgesichert ist, dass mein Mann und ich natürlich das Leben auch in vollen Zügen genießen können und vielen Menschen helfen können. Und das ist, glaube ich, der größte Luxus, den man haben kann, dass man eben Menschen, die man halt liebt, die einem wichtig sind, dass man die unterstützen kann, dass man denen helfen kann und Geld oder Kontakte oder eben ein gewisser Status regelt sehr viele Probleme. Und das ist eben definitiv, glaube ich, der größte Luxus, den wir in unserem Leben leben. Und ich weiß einfach, also gerade mein Ehemann, wie vielen Menschen er mit diesem Geld, das er verdient, unterstützt, finanziert, hilft. Das ist also, ich weiß dann, es ist niemand, der jetzt in den Medien ist und halt eben das alles zeigt, was er eben für andere Leute macht. Aber es sind also viele Leute, die davon schon profitiert haben, dass Dennis eben da ist, wo er ist. Nicht nur finanziell, sondern halt eben auch, weil er gewissen Zugang hat zu Dingen und eben halt auch die Connections. Und das wäre definitiv mein erster Punkt. Der nächste Punkt ist, dass wir eben sehr viele Orte bereisen. Erstens natürlich dadurch, dass er in sehr vielen Städten in Amerika spielt. Plus, dass er ja für die Nationalmannschaft ja auch noch spielt. Da sind wir natürlich dann auch immer unterwegs. Letztes Jahr waren wir da in Kroatien gewesen. Davor 2 Jahre davor, durch Corona wurde ja ein Jahr ausgesetzt, waren wir in China gewesen zum Beispiel. Man kommt viel rum, sind dann mal zwischendurch, weiß ich noch, nach Spanien geflogen zu einem Basketballspiel. Und man sieht einfach viele wundervolle Orte. Was denke ich was ich so ohne ihn wahrscheinlich jetzt so nicht gemacht hätte oder nicht erlebt hätte, denke ich mal. Also ich bin definitiv jemand, der viel gereist ist und auch viel Urlaub gemacht hat. Aber
dieses Vielfältige und dieses super Spontane. Mein Mann ist mega spontan, jeder, der meinen Mann kennt, der weiß, der ist super spontan, der ist so, er sagt, pack den Korb, wir fliegen morgen jetzt hier und dahin. Und das ist schon schön, also kann man nicht anders sagen. Das ist auf jeden Fall ein weiterer Punkt. Dann, das habe ich jetzt schon mal kurz angeschnitten, ist definitiv die Connections, die er hat oder eben halt den Status, den es mit sich bringt. Ja, Dennis ist halt ein berühmter Basketballspieler und in Deutschland hat er und auch in Amerika natürlich einen hohen Status. Ich finde es manchmal, also dadurch, dass ich halt niemals so in der Thematik Basketball vorher gewesen bin, bevor ich Dennis kannte, war mir das gar nicht bewusst, dass Basketballspieler auch weltweit erkannt werden. Also ich weiß, dass wir zum Beispiel, als wir in China waren, wurde er ganz oft erkannt, oder wenn wir in die Türkei geflogen sind, wurde er erkannt. Und das also ist schon toll, ja. Also es ist schon schön mit anzusehen, wie groß der Basketball eigentlich ist, weltweit. Das ist schön. Aber ja, es bringt auch immer Vorteile mit sich. Ne? Das ist so, wenn du halt jemand bist, dann hast du Zugang zu vielen Dingen, die du, wenn du ja nicht diesen gewissen Status hast, dann wird dir der Zugang verwehrt. Zum Beispiel zu gewissen Veranstaltungen vielleicht, oder wenn du vielleicht einen Tisch in einem Restaurant willst, dann ist es ausgebucht, wenn ich anrufe, aber wenn dann Dennis sagt, ey, warte mal, lass mal kurz anrufen, dann plötzlich gibt es noch einen Tisch, so zum Beispiel. Und ich versuche ganz oft so den normalen Weg zu gehen, weil es das ist, was ich halt eben gewohnt bin. Weil Dennis ist halt so, der muss sich nicht in eine Schlange anstellen. Er muss, also meistens nicht, wenn wir in den Zoo gehen beispielsweise, da macht halt jemand für ihn einen Anruf und dann können wir direkt halt reingehen, obwohl die Schlange vielleicht bis nach keine Ahnung wohin ist und du normalerweise 2 Stunden hättest warten müssen. Oder wenn wir in den Club gehen, beispielsweise rausgehen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, da war ja so eine bestimmte so eine Begrenzung, für Leute halt eben rein können, und da war die Schlange bis keine Ahnung wohin, und dann es geht einfach nach vorne hin und kann halt rein. So. Das sind natürlich, klar sind das eben Dinge, also positive Dinge, die das Leben so mit sich bringt. Ne? Ich weiß, es sieht für manche Leute immer so ein bisschen doof aus, da denken sie so mal, warum darf der denn das jetzt und warum macht er das jetzt, aber ja gut, Clubs profitieren davon natürlich auch, oder Restaurants profitieren davon, oder auch eben, ja, wo auch immer man hingeht. Ne? Die freuen sich dann ja auch, wenn dann vielleicht ein NBA-Spieler bei denen zu Besuch ist und dort gesehen wird, und das hilft ja deren Image dann ja auch irgendwie. Das ist halt irgendwie so ein Geben und Nehmen, denke ich in dem Falle. Aber es ist definitiv schön. Beim letzten Mal waren wir auf einem Konzert von John Legend zum Beispiel gewesen. Da haben wir auch ganz spontan einfach super tolle Karten in vorletzter Reihe bekommen, plus dass wir ihn nach dem Konzert noch getroffen haben und sowas. Es ist alles so, ja, manchmal alles so ein bisschen unwahr, finde ich. Aber es ist schön, man genießt es definitiv. Ja, was gibt es denn noch? Was bringt das Ganze noch so mit sich? Oh ja, die vielen Geschenke, die man kriegt. Leute schreiben einen auf Instagram an oder halt eben melden sich, keine Ahnung, über meistens Social Media allerdings, oder sprechen einen auch mal an oder so und fragen, ob sie einmal was schicken dürfen. Und wir bekommen wahnsinnig viele Klamotten, auch andere Sachen, Elektrogeräte, auch zwischendurch mal Gutscheine haben wir schon bekommen, ob es jetzt für Restaurants war oder für, ja, weiß ich nicht, was haben wir da mal bekommen? Ich glaube, Massagegutscheine. Naja, alle möchten halt irgendwie ja gerne, dass man halt quasi deren Sachen trägt, dass man das in den Videos zeigt, oder dass man halt eben ja in einer Story erwähnt, dass man da und da hingegangen ist. Und viele Leute möchten mit einer Kooperation machen. Das heißt, also man kriegt einfach so unfassbar viel umsonst. Also ich muss nicht einkaufen gehen. Ich kriege tatsächlich alles geschickt, und das ist einfach, es ist wow. Es ist wirklich, als das so anfing, konnte ich das manchmal gar nicht so richtig ja, realisieren. Ich zum Beispiel musste nie für meine Kosmetikerin bezahlen, wenn ich zum Beispiel meine Facials gemacht habe und irgendwelche Laserbehandlungen oder sowas gemacht habe, war halt immer für mich alles umsonst. Die wollten dann einfach, dass ich nur mal in einer Story poste, dass ich da gewesen bin, und ja, das sind einfach viele, viele Dinge. Man wird halt wirklich, also das ist halt wirklich Luxus. Das ist alles mega Luxus, und ich weiß das alles sehr, sehr zu schätzen. Auch eben diese
Freundlichkeit, die einem entgegengebracht wird von vielen Menschen, einfach, ja, weiß ich nicht, die Leute zeigen einfach Liebe. Das finde ich einfach super schön. Die einfache Art und Weise, Geld zu verdienen. Es ist so, viele wissen natürlich, was mein Mann verdient. Das ist ja immer ganz öffentlich, wie viel eben seine Verträge mit ein sich bringen. Aber die wissen gar nicht, wie viel Geld mein Mann eben noch so nebenbei verdient. Und da rufen einfach mal Firmen an und dann fragen die, ey, würdest du mal ein Fotoshooting machen und einen kurzen Clip mit uns drehen und dafür kriegst du von uns 150.000. Und dann kann halt entscheiden, mache ich es nicht, und das ist vielleicht ein Aufwand von 4 Stunden oder sowas, weißt du, so, das ist einfach und schnell verdientes Geld. Und diese Angebote, so, das ist nicht, dass er manchmal so ein Angebot bekommt, sondern er hat einfach ständig die Möglichkeit, eben Geld zu verdienen auf gewisse Art und Weise. Einfach mal was posten, dafür kriegst du Geld. Einfach mal ein Fotoshooting machen, dafür kriegst du Geld. Einfach mal irgendwo vorbeikommen als, also du könntest auch einfach nur Host, also Party-Host oder sowas machen, das hat mein Mann noch nicht gemacht, aber hat schon häufig angeboten bekommen, ey, komm mal vorbei, ich weiß nicht, was sie dafür zahlen, ich sag jetzt mal irgendwas, kriegst du 20.000, wenn du dich einfach da hinsetzt und in so einem Club feierst. Wie gesagt, mein Mann hat es noch nicht gemacht, also deswegen weiß ich nicht, was sie da zahlen würden. Aber ja, das ist die einfache Art und Weise, schnell und viel Geld zu verdienen. Und tatsächlich profitiere ich davon definitiv auch, denn Leute bieten mir eben auch an, gewisse Dinge zu posten oder gewisse Dinge zu tragen oder gewisse Dinge oder halt eben irgendwo hinzugehen und damit verdient man quasi Geld. Es ist halt, ja, es ist halt etwas, was ich so als Normalo, also wenn ich jetzt nicht mit Dennis verheiratet wäre, ich meine, ich bin ja jetzt kein NBA-Star, ich bin nur die Frau von. Aber dennoch profitiere ich davon. Das ist, ja, wie gesagt, manchmal alles noch sehr unreal für mich. Aber dennoch, also nach wie vor so normal wie Dennis und ich tatsächlich noch irgendwie leben. Weil Leute mich irgendwie auch gefragt haben, warum hast du doch deine Wäsche, warum hast du keine Putzfrau? Um das mal ganz kurz mit aufzuklären, weil viele irgendwie geschimpft haben, warum ich denn keine Putzfrau habe und Dennis mich denn nicht entlasten würde. Ich habe eine Putzfrau, die kommt einmal die Woche vorbei und putzt, aber Haushalt ist jeden Tag. Und man sagt ja immer, wenn du willst, dass es gut wird, dann mach es selbst. Deswegen kümmere ich mich tatsächlich auch noch irgendwie selbst um meinen Haushalt, natürlich. Und ich kümmere mich selbst um meine Kinder. Und auch wenn ich eine Nanny habe, die ich ab und zu mehr herhole, die ist aber in OKC, die kommt uns ab und zu mal besuchen und dann bleibt die mal 1-2 Wochen und dann geht die wieder nach Hause und dann bin ich mit meinen Kindern halt. Ne? Also ich möchte mir dieses normale Leben gerne einfach beibehalten und dazu gehört Erziehung und Haushalt und sich um seinen Mann kümmern und kochen und es gehört alles mit dazu. Um eventuell noch eine Sache mit aufzuzeigen oder mit zu erwähnen, was so mein persönliches Highlight auch dieses Lebens ist es einfach in einer komplett gefüllten Arena zu sitzen und einfach diese Spiele jedes Mal hautnah mitzuerleben. Auch bei den Spielen jedes Mal absolut wie ein VIP behandelt zu werden. Also da kriegst du ja auch, also da wirst du ja auch behandelt, wie gesagt, wie ein VIP. Und ich auch immer super schönes Gefühl, zu den Spielen zu gehen und dann einfach zu sehen, wie viel Liebe die Menschen halt dem Team oder auch dann speziell manchmal eben halt meinem Mann entgegenbringen als treue Fans und der viele Applaus oder wenn sie dann seinen Namen rufen und so, das ist halt einfach, das ist schön. Und dann sitzt du da und bist total stolz, weil das halt eben dein Partner ist und das ist nochmal so ein kleines persönliches Highlight, würde ich sagen, einfach. So, das war's jetzt erstmal zu diesem Thema. Das sind meine persönlichen Eindrücke, meine positiven Erlebnisse, die ich eben hier so in diesem Leben ja, tagtäglich, wo ich mich halt eben darüber freue, dass es so ist, wie es ist und es genieße. Und wie gesagt, das ist absoluter Luxus, kann ich nur wiederholen. Und deswegen dachte ich mir, teile ich euch mal mit, wie das hier bei uns so abläuft, so hinter den Kulissen eben halt die schönen Seiten auch. Und ja, ich freue mich, dass ihr
eben so viel Interesse daran gezeigt habt, auch beide Seiten euch einmal anzuhören, und würde mich super freuen, wenn ihr ein Like da lasst, einen Kommentar. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne, und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr jetzt nächstes sehen wollt, denn dann werde ich das einfach mal direkt umsetzen. Und dann werden wir noch was essen und dann geht's auch ins Bett. Gute Nacht!